Hallo und willkommen zu einem weiteren spannenden Mathe-Rätsel. Heute haben wir eine Matheaufgabe, die ein bisschen nach Detektivarbeit klingt. Bist du bereit, die Lösung zu finden? Dann lass uns starten. Hier ist die Aufgabe. Emily denkt sich eine dreistellige Zahl aus, die auf der Null endet. Sie streicht diese Null und erhält eine zweistellige Zahl. Die Summe ihrer dreistelligen Zahl und ihrer zweistelligen Zahl ist 847. Jetzt ist die Frage, wie lautet die Differenz dieser beiden Zahlen? Also, um die Aufgabe zu lösen, überlegen wir uns, wie wir diese Aufgabe mathematisch beschreiben können. Hierzu gehen wir schrittweise vor. Erster Schritt. Wir interpretieren die Aufgabe und wir definieren dann die Zahlen. Also, eine dreistellige Zahl ist eine Zahl, die aus 3 Ziffern besteht. Für den Fall, dass diese dreistellige Zahl uns unbekannt ist, können wir sie mit 3 Variablen beschreiben, wie zum Beispiel a, b und c. Die Ziffer a kann nicht den Wert 0 annehmen. Das heißt, a muss dann zwischen 1 und 9 liegen. Laut der Aufgabenstellung endet unsere dreistellige Zahl mit der Ziffer 0. Das heißt, c nimmt den Wert 0. Und wir können dann unsere dreistellige Ziffer als AB0 schreiben. In der mathematischen Schreibweise können wir dann unsere dreistellige Zahl AB0 als 100a plus 10b plus 0 umgeschrieben werden. 100 mal a plus 10 mal b plus 0. Das gleich noch 100a plus 10b. Wenn Emily die 0 streicht, erhält sie dann eine zweistellige Zahl. Wir können dann diese zweistellige Zahl als folgendes schreiben, und zwar 10a plus b. Ich bezeichne dann diesen mathematischen Ausdruck, und zwar 10a plus b als 2. Und 1 wäre dann die mathematische Schreibweise von der dreistelligen Zahl, und zwar 100a plus 10b. Zweiter Schritt. Die Gleichung aufstellen. Laut der Aufgabenstellung die Summe ihrer dreistelligen Zahl und ihrer zweistelligen Zahl ist 847. Das führt dazu, dass 100a plus 10b laut Ausdruck 1 plus 10a plus b laut Ausdruck 2 gleich 847. Wir haben dann 100a plus 10b plus 10a plus b gleich 847. 100a plus 10a ist nichts anderes als 110a. Analog 10b plus b ist nichts anderes als 11b gleich 847. Das ist unsere Ausdruck oder Gleichung 3. Wir können noch diese Gleichung 3 schreiben als 11 mal 10a plus 11b gleich
847. Das ist nichts anderes als 11 mal, Klammer auf, 10a plus b gleich 847. Wir teilen dann die beide Seiten der Gleichung 3 durch 11. Das gleicht dann 11 mal 10a plus b durch 11 gleich 847 durch 11. Das ist dann 10a plus b gleich 847 durch 11. Nebenrechnung 847 geteilt durch 11 gleich. Wie viel mal passt 11 in 84? 7 mal. Also 11 passt 7 mal in 84. 7 mal 11 gleich 77. 84 minus 77 ist nichts anderes als 7. Ich ergänze dann die nächsten Ziffer zu 77. Wie viel mal passt 11 in 77? 11 passt 7 mal in 77. 7 mal 11 ist nichts anderes als 77. 77 minus 77 ist nichts anderes als 0. 847 geteilt durch 11 ist dann 77. Das heißt 10a plus b gleich 77. Das ist jetzt unsere Gleichung hier. Der nächste Schritt ist einfach mal die Gleichung 4 zu lösen. 4 führt dann zu 77 gleich 10a plus b. Für Leute, die mein Video zum Grundrechnen 8 verpasst haben, können hier den Link zum Video hier oben rechts ansehen. Ich habe dort alles über die Division erklärt. 77 ist der Dividend, 10 ist der Divisor, a ist der Quotient und b ist der Rest. Ich mache meine Nebenrechnenhöhle, also 77 geteilt durch 10 gleich. Wie viel mal passt 10 in 77? Ich würde sagen 7 mal. 7 mal 10 ist 70. 77 minus 70 ist nichts anderes als 7. Das heißt, ich kann noch meine Gleichung 4 schreiben als 77 gleich 10 mal 7 plus 7. 7 wäre hier b, 7 wäre auch hier a. Meine zweistellige Zahl ab wäre dann 77. Laut der Aufgabenstellung wäre dann meine dreistellige Zahl 770. Der nächste Schritt wäre dann, die Differenz der beiden Zahlen zu berechnen. Die Differenz beider Zahlen ist dann gegeben durch 770 minus 77. Nebenrechnen 770 minus 77 gleich 0 minus 7. Das geht nicht. Ich übertrage eine 10. Ich habe jetzt 10 minus 7. Das ist nichts anderes als 3. 7 minus 7 minus 1 geht auch nicht. Ich übertrage ein Hunderte. Ich habe jetzt 17 minus 7 minus 1. Das ist nichts anderes als 9. 7 minus 1 ist nichts anderes als 6. Also 770 minus 77 ist nichts anderes als 693. Somit ist die Antwort die richtige Antwort.
und zwar 693. Wir sind dann zu Ende dieses Video angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann unterstützen Sie mich, indem Sie den Kanal abonnieren. Vergessen Sie auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich werde mich auch über ein Like freuen. Wir sehen uns in das nächste Video. Bis dahin, tschüss.